Das ist die Kameradschaft immer Tage, ne? Das sieht man so. Man schminkt sich gegenseitig. Dadurch kam mir immer schwarz raus. Das war nicht der Kohlestaub. Ja, mein Name ist Bodo Paulus. Ich bin geboren 1958 und ich komme aus der Wellingen-Reisbach. Angefangen im Bergbau habe ich 1976. In Rente gehe durfte ich dann mit APG im Jahre 2015, sodass ich ungefähr knapp 40 Jahre im Bergbau tätig war. Und mein Hauptarbeitsgebiet oder mein Haupttätigungsfeld im Bergbau war halt eben die Vermessung im übertägigen Bereich. Ja gut, also ich bin zum Bergbau gekommen wirklich durch meine Vorfahren. Ne? Mein Großvater mütterlicherseits, der war Pfarrer in Göttelborn. Mein Großvater väterlicherseits war Sprengmeister in Luisenthal gewesen. Und mein Papa, der war halt eben Maschinenabteilungssteiger in Ensdorf gewesen. Und bei jedem Familienveranstaltung, bei jedem Geburtstag, bei jeder Weihnachtsfeier, war das Thema Bergbau eigentlich bei uns am Tisch mit dabei. Und dadurch bin ich irgendwann gar nicht mehr an der Möglichkeit gehabt, als wirklich im Bergbau anzufangen. Welche Berufsgruppe ich wählen wollte, das wusste ich nicht. Aus dem Grund hat mein Papa mich dann, 76 war das gewesen, als die Bewerbungsfristen losgingen, mal mitgenommen nach Untertage, hat mir die unterschiedlichen Berufsgruppen gezeigt, hat gezeigt, guck mal hier, das sind die Elektriker. Und dann habe ich gesagt, okay, ist nicht schlecht, das da sind jetzt die Bergleute, die waren mal zu schmutzig. Dann das da sind die Maschinenleute, die Hände in Öl war nicht so meins. Und dann habe ich mich dann eigentlich für den Beruf des Elektrikers entschieden. Und mein Vater war auch damit einverstanden. Allerdings, als wir dann die Grube verließen, war eine Strecke gesperrt wegen Vermessungsarbeiten. Der Zug musste halten. Wir sind ausgestiegen, sind bei den Vermessungsleuten vorbeigegangen. Und mein Vater hat dann mit denen geredet. Ich sagte, was ist denn das da für ein Job? Und dann hat er gesagt, ey, das da sind die Markscheider, die machen Vermessungsuntertage. Und dann habe ich festgestellt, die arbeiten noch weniger als die Elektriker. Und haben gesagt, Vater, das ist mein Job. Und so hat er gesagt, aber du machst auch die Prüfung zum Elektriker. Habe dann beide Prüfungen gemacht 1976, bin bei beiden angenommen worden, habe mich aber dann für den Beruf des Vermessers entschieden und habe dann den Werdegang des Bergvermessungsingenieurs eingeschlagen. Ja gut, die erste Zeit im Bergbau war so gewesen, man musste sehr früh aufstehen und das war ich nicht so gewohnt halt eben, und es war halt eben schon anstrengend. Ne? Die erste Zeit bin ich morgens auf die Grube gefahren, bisschen was gemacht, mittags heimgekommen und ins Bett gegangen. Ne? Und so ging das ein paar Tage, bis ich mich langsam dran gewöhnt hatte. Ich hatte zwischendurch meinem Vater mal gesagt, ich glaube, ich habe doch den falschen Job. Aber irgendwann war es dann drin und dann war es wirklich super. Das Hierarchische, das war im Bergbau schon vorhanden. Es war so halt eben gewesen, dass du schon einen bestimmten Dienstweg einzuhalten hattest. Ich selbst war jemand gewesen, der, ich habe auch irgendwann mal den Namen Gipfelstürmer gehabt, gerne ein Problem direkt gelöst hatte und nicht noch 4, 5 Anschlafstationen. Aus dem Grund waren viele Sachen bei mir nach dem Motto, lieber 5 Minuten, der Saarländer sagt 5 Minuten gebeitelt, wie noch 4 Anträge gestellt. Ich habe es einfach gemacht. Wurde auch oft ermahnt, muss ich wirklich sagen. Und als ich später als der Hauptverwaltung in Saarbrücken war, da war das ganz extrem. Da wurde wirklich nur noch hierarchisch verfahren. Das Ding, hier, das ist dein Werdegang, das ist die Etappe, die hast du einzuhalten, sonst bist du hier gleich wieder weg. Das war wirklich ganz extrem in Saarbrücken. Ansonsten war das Verhältnis zu den Vorgesetzten immer super. Es war immer ein sehr persönliches Gespräch. Und ich muss sagen, unser Unternehmen war auch sehr sozial eingestellt. Und wenn Probleme aufgetaucht sind, dann hat man auch wirklich dafür gesorgt, dass diese Probleme gelöst wurden. Für beide Seiten akzeptabel. Die Kameradschaft innerhalb der Arbeitskollegen, die war wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Es gab zwar schon Probleme, aber diese Probleme wurden auch gelöst und geklärt. Man hat im Bergbau schon sich ein bisschen geneckt oder auch mal den einen oder anderen Schabernack gemacht mit den Mitkollegen. Aber es war immer ein passender Respekt da gewesen und es war wirklich ein ganz fairer Umgang und ein absoluter guter Zusammenarbeit und auch ein guter Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Ja, eine Anekdote kann ich schon erzählen, und zwar, wir haben ja auch mit den Franzosen zusammengearbeitet und wir hatten hier ein Projekt, das ging darum, dass wir eine Bergestrecke auffahren sollten zwischen Warnt und der Carrière-le-Merlebach. Und bei diesem Projekt hat eben die Saar oder der deutsche Bergbau, die Saarbergwerke, die hat die Anschlusskoordinaten gemacht. Die Franzosen haben ein anderes Koordinatensystem, anderes Höhensystem. Es musste auf ein Niveau gebracht werden. Und bei dieser Messung haben wir also die Anschlussmessung gemacht und die Franzosen die anschließende Messung für den eigentlichen Abbau oder für den Vortrieb dieser Strecke. Und unter Karlsbrunn gab es einen Knickpunkt. Dieser Knickpunkt war nur mit 8, 9 Meter überdeckt. Und da haben wir gesagt, wenn wir dort nochmal bohren, und dann könnten wir vielleicht die Strecke treffen und nochmal korrigieren, dass auch wirklich bis zum Zielpunkt alles passt. Wir haben diese Bohrung angesetzt. Wir, sag jetzt mal Deutsche, kamen wirklich an mit unserem Equipment und haben wirklich auf alles geachtet. Die Franzosen kamen an mit ihrem Peugeot, Kofferraum aufgemacht, zuerst mal Croissant, Baguette und auch
einen Calvados. Und dann wurde zuerst mal was gegessen und getrunken und jetzt fangen wir an zu arbeiten. Da wurde die Bohrung geteuft, man hat das Loch gesehen, man hat auch die Kollegen unten dann arbeiten sehen in diesem Stollen. Und dann ging es darum, dass dieser Punkt sowohl unter- als auch über Tage angeschlossen wird. Jetzt sind aber diese modernen Instrumente so, dass halt eben kein Lot mehr dran ist. Das war alles optisches Lot und wir hatten kein Lot. Und bei diesem Moment haben wir dann gesagt, wisst ihr was, wir machen einfach eine Schnur dran, binden irgendein Gewicht dran und dann wird es schon funktionieren. Ja, wo holen wir jetzt ein Gewicht her? Das Einzige, was war die Flasche Calvados. Die haben wir dann dran gebunden, die durch das Loch nach unten gelassen und es hatte wirklich jemand den Auftrag, bitte achte auf die Schnur, dass die immer unter Spannung steht. Nicht, dass die uns unten die Flasche klauen. Und wir haben die Messung durchgeführt, die Schnur rausgezogen, es war immer noch ein Gewicht dran, allerdings als rauskam, leider Gottes kein Calvados mehr. Und dann haben die Kollegen von unten gewunken und haben gesagt, hey, wir lassen uns das jetzt schmecken und ich wünsche mir noch viel Spaß. Ja, das war wirklich von der ganzen Berufsleben wirklich etwas, wo du auch gesehen hast, dass Deutschland und Frankreich sehr gut miteinander gearbeitet hat. Ne? Unvergessen in meiner ganzen Zeit wirklich bleibt damals 1997 dieser kurze Bergarbeiterstreik, wo halt eben die Regierung Kohl damals gesagt hat, der Bergbau wird kurzfristig eingestellt, es wären Unmengen von Arbeitsplätzen verloren gegangen, dass dort aus der Belegschaft raus ein Streik organisiert wurde, der wirklich vom Feinsten war. Ich bin damals vom Außendienst zurückgekommen, ich wollte auf die Anlage Warn fahren, ich bin die Einfahrt reingefahren, da stand ein riesen Bergebagger vor mir. Ich kam gar nicht mehr durch, ich sagte, was ist denn hier los? Hier kommt keiner mehr rein, hier wird auch nichts mehr gemacht, hat er gesagt, hier ist Schluss. Und du kannst dich hier noch anschließen, wir gehen jetzt das Saarland stilllegen. Und man hat es wirklich geschafft, 1997 damals, das Saarland stillzulegen. Man hat Autobahnen blockiert und 1-2 Tage später hat sich dann auch die Gewerkschaft eingeschaltet und dann ist man gemeinsam nach Bonn gefahren mit Bussen und hat dann wirklich diesen damaligen Kohlekompromiss erreicht, dass es wirklich noch bis gereicht hat, dass noch ein Großteil der Belegschaft wirklich in Rente gehen durfte. Das ist für mich etwas, was wirklich ganz gewaltig hängen geblieben ist und wirklich gezeigt hat, wie stark der Zusammenhalt und halt eben auch das Gefühl innerhalb der Mannschaft war. Ein Vermessungssteiger im Übertagebereich, der ist dafür zuständig, halt eben, um die Senkungen zu beobachten und festzustellen, die halt eben entstehen durch den Abbau im untertägigen Bereich. Wenn unten ein Flöz abgebaut wird von 2-3 Meter Mächtigkeit, dann kommen über Tage Senkungen an, die sich wie so ein Suppenteller ausbilden. Und um diese Senkungslinien und wo genau welche Senkungen sind, festzustellen, deshalb gibt es einen Messdruckführer im übertägigen Bereich. Ebenso, wenn irgendwelche großen Halden bestückt werden, macht man dort die Fortschrittsmessung oder halt eben, wir durften vom Bergwerk Warnt hier diese Müllverbrennungsanlage in Velsen vermessungstechnisch betreuen, als auch die beiden Bauwerke 50 und 108, dieser Landstraße hier vorne, das war also schon eine sehr spannende Sache. Am Anfang war es so gewesen, dass man halt eben in der Bevölkerung, also als ich 1976 angefangen habe, da war man gern gesehen bei den Leuten, man hat mit denen auch geredet und so weiter. Aber irgendwann hat man angefangen, es gab die Vorschrift, dass man diese zukünftigen Abbaupläne offenlegen muss. Es gab Bürgerinformationsveranstaltungen, da wurden diese Pläne ausgehängt. Die Bevölkerung konnte sich diese Pläne ansehen. Plötzlich wusste jeder, wo der Bergbau war. Jeder wusste, mein Haus wird auch Schäden bekommen. Und dann war man in der Bevölkerung nicht mehr so gern angesehen. Und es war dann auch wirklich so, dass man bei diesen Bürgerinformationsveranstaltungen teilweise angegriffen wurde. Als später dann auch die Erschütterungen dazu kamen im Bereich Bremsmulde durch die großen Flöze, die dort liefen, dann war es wirklich so gewesen, dass die Bevölkerung wurde aggressiv. Man bekam Morddrohungen, die einzelnen Vermessungshelfer durften nicht mehr alleine irgendwo auftauchen. Man gesagt hat, bitte geht nur noch zu zweit dorthin. In dem Wohnort, wo ich war, in Saarwellingen-Reisbach, gab es Geschäfte, da hat man wirklich gesagt, du schaffst doch auf der Grub. Also hast du hier nichts mehr zu suchen, du brauchst bei uns hier nichts mehr zu kaufen, es kauft deine Sache ansonsten wo. Also es war schon zum Schluss sehr extrem, die Bevölkerung war sehr aufgeheizt. Als Beispiel, eine Kindergärtnerin in Körbrich hat zu mir mal gesagt, ihr gehört doch abgeschlacht. Für eine Kindergärtnerin ist das schon was Besonderes, ne? Also da hast du gewusst, wo du ungefähr dran warst. Oh je, das war also schon, also die Veränderungen während meines Berufslebens waren schon sehr extrem. Das war 1976, als ich angefangen habe, war es wirklich so gewesen, dass von Digitalisierung oder das Digitale noch gar keine Rede war. Es musste alles von Hand gemessen werden. Man hatte Instrumente, da war im Okular, im Fadenkreuz unterschiedliche Linien, wo man Höhen und Längen ablesen konnte. Alles wurde von Hand geschrieben. Nachmittags wurde dann der Plan zugelegt mit Gradbogen und halt eben Maßstab. Und mit der Zeit kam dann so ein bisschen das Digitale rein. Es gab dann plötzlich Instrumente, die haben schon mal die beiden Längen und Winkel automatisch gemessen. Irgendwann gab es die Totalstation, die haben Länge, Winkel, Höhen direkt gemessen, die haben die Daten auch gespeichert.
Dann gab es plötzlich digitale Nivelliere, die das von alleine gemacht haben. Also das wurde immer leichter, wo du am Anfang vielleicht bei einer Schicht 50, 60, 70 Punkte gepackt hast, um aufzunehmen, war es dann zum Schluss so, dass du 500, 600 gepackt hast in der gleichen Zeit. Und das ging so weit, dass wir, also von meiner Seite her sogar noch bis zur späteren GPS-Vermessung, dass wir mit Satelliten gemessen haben, dass wir wirklich nur noch so eine Antenne in der Hand hatten, einen Rucksack auf dem Buckel, sahen aus wie Ghostbusters und haben dann verschiedene Punkte eingemessen. Da hast du wirklich Unmengen von Punkten in der Stunde erschlagen, die Karte nur noch in den PC eingelegt, der hat den Plan automatisch gezeichnet. Das war schon eine riesengroße Erreichung. Das Ende 2015, als ich noch war dann so wirklich so weit, dass die Satelliten im All uns die Pläne gemacht haben von der Erdoberfläche und wir hatten nur noch 5, 6 verschiedene Beobachtungspunkte, die an diesem Tag eingemessen wurden und die Genauigkeit lag wirklich im Zentimeterbereich. Also das war schon ein sehr, 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 sehr gewaltiger Fortschritt innerhalb der Zeit, wo ich berufstätig war. Gut, das Erlebnisbergwerk Velsen ist was ganz Besonderes. Es gehört zur Geschichte des Saarlandes als auch der Geschichte des Saarbergbaus. Hier im Erlebnisbergwerk Velsen wurden ein Großteil der Mitarbeiter der Saarbergwerke AG ausgebildet, die später ihren Dienst halt eben im Bergwerk verrichten durften. Und es ist halt eben so, dass das hier ein besonderer Ort ist und ein Museum dieser Art, ich bezeichne es wirklich mal als Museum, wo man diese großen Maschinen, die man im Abbau bedienen durfte, nicht nur sieht, sondern die sind auch funktionsfähig, die laufen. Man kann sie eigenständig bedienen, man kann mit verschiedenen Sachen noch mal fahren. Das ist ein Erlebnis für die ganzen Besucher, die hierher kommen. Das ist etwas, was unbedingt erhalten werden muss. Und aus dem Grund engagiere ich mich auch hier, dass es so bleibt. Es macht mir auch Spaß, unwahrscheinlich Spaß, Besuchergruppen zu führen, weil man sieht an den Augen der Besucher sogar, wie begeistert sie sind, wenn sie verschiedene Sachen plötzlich in Aktion sehen, weil sie sich das gar nicht so vorstellen können. Es ist immer schön, wenn ich draußen vor dem Stolle Mundloch stehe, am Eingang 2, und ich sage, wir gehen jetzt in diesen Berg hier rein und dann werdet ihr mal staunen. Dann guckt jeder diesen Eingang an, dieses Stolle Mundloch an. Vielleicht, naja, dann lassen wir überraschen, wenn sie nachher raus, und wie war es? Hammermäßig. Hätten wir nie gedacht. Und das ist etwas, was unbedingt hier bleiben muss und wo ich wirklich sagen muss, deshalb werde ich mich auch einsetzen. Ich mache gerne Führungen. Ich hoffe, dass ich noch gerne Führungen lange machen kann. Und die Mannschaft, die hier wirklich samstags oder in der Woche über tätig ist, das ist eine Mannschaft. Die steht, das sind Kameraden, das sind Kollegen, die sind wirklich, manchmal ist man der Meinung, es ist noch wie früher auf dem Bergwerk. Man fühlt sich sozusagen 10 Jahre jünger, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Beruf des Bergmanns war ein schwerer Beruf. Es ist wirklich etwas gewesen, wo du jeden Tag dein Leben riskiert hast. Da bist du dieses Loch eingefahren, du hast da unten gearbeitet. Es war eine schwere Tätigkeit, es war eine heiße Tätigkeit. Es war aber auch eine gute Zusammenarbeit. Es war ein kollegiales Verhalten, es war ein faires Verhalten. Probleme gab es immer. Aber die Probleme wurden angesprochen, die wurden gelöst. Und das ist etwas, wo ich jedem sagen könnte, Bergbau war was, wo ich sagen muss, Daumen hoch. Es war ein schönes Erlebnis und ich bin 2015 wirklich in APG geschickt worden. Ich bin wirklich geschickt worden, ich bin nicht freiwillig gegangen und ich bin mit einem weinenden und einem lachenden Auge gegangen. Einmal das lachende Auge, ich sagte, du hast deine Rente erreicht, du kannst dich jetzt zurücklehnen, aber das weinende Auge, es war gerade wunderschön, ich hatte einen schönen Job, ich hatte ein gutes Gehalt und ich musste plötzlich gehen. Es hat mir wirklich leid getan, dass ich gehen musste, muss ich sagen.